Are you ready? Auf die Plätze. Get marked. Fertig. Get set. Fertig. Stop. Stopp. Pablo Neruda, a Chilean poet, he says in his poem Keeping Quiet, Pablo Neruda, ein chilenischer Dichter, schreibt in seinem Gedicht Stillwerden. he speaks about the value of stopping. Von dem Wert des Innehaltens. He has a beautiful poem called Keeping Quiet. Und dieses wunderschöne Gedicht Stillbleiben. And he speaks about what it would be like if the whole world could just stop for 12 seconds. Darin spricht er davon, wie wunderbar es wäre, wenn die ganze Welt für 12 Sekunden innehalten würde. And there's a couple of very beautiful verses that I would like to recite to you from that poem. Und da gibt es ein paar wunderschöne Verse, die ich euch gerne aus diesem Gedicht mitteilen möchte. It's about stopping. Und es geht ums Innehalten. So he says, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, Und er sagt, wenn wir uns nicht so sehr darauf fokussieren würden, unser Leben immer vorwärts zu treiben and for once could do nothing, und nur einmal nichts tun würden, perhaps this huge silence dann würde sich vielleicht diese große Stille might interrupt this sadness of never understanding ourselves, über uns legen und die Traurigkeit des uns selbst niemals Verstehens unterbrechen and of threatening ourselves with death. und der Art und Weise, in der wir uns immer wieder mit dem Tode bedrohen. These are very important words. Das sind sehr wichtige Worte. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, Wenn wir nicht so sehr damit beschäftigt wären, unser Leben vorwärts zu treiben und nur einmal nichts tun könnten, perhaps this huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. dann würde vielleicht diese große Stille sich über uns legen und die Traurigkeit durchbrechen, mit der wir uns niemals selbst verstehen And of threatening ourselves with death. und immer wieder uns selbst mit dem Tode bedrohen. Perhaps the earth can teach us. Vielleicht kann die Erde uns lehren, When everything seems to be dead in winter and later proves to be alive. wenn im Winter alles tot erscheint und später doch zeigt, dass es lebendig ist. So this get ready, get marked, get set, stop has some deep value. Also hat dieses auf die Plätze, fertig, los einen tiefen Wert. Perhaps this silence may actually interrupt this sadness of never understanding ourselves. Und vielleicht hat diese Stille die Möglichkeit, die Traurigkeit des uns selbst niemals Verstehens zu durchbrechen. Perhaps in time we begin to see more clearly into our own suffering, into our own pain, and experiencing more freedom. Und vielleicht können wir nach einer Weile klarer in unser eigenes Leiden, unseren eigenen Schmerz blicken und uns selbst besser verstehen und Frieden finden. Freier davon werden. And so for today's practice, Für die Praxis des heutigen Tages we will continue to stay close to the body. werden wir damit fortfahren, auf den Körper zu achten. And you're welcome to continue to be mindful of the breath as it comes in and goes out. Und ihr seid eingeladen, die Aufmerksamkeit weiter auf den Atem zu achten, wie er einströmt und ausströmt. But we also can
spread open the awareness to other senses within the body and use them as primary objects. Aber wir können darüber hinaus die Achtsamkeit auf die anderen Sinnestore im Körper geben und wahrnehmen, was eintritt und was austritt. There can be the mindfulness of sounds, bringing awareness into the ears, listening to sounds, hearing meditation. Es kann die Achtsamkeit gegenüber den Geräuschen sein, uns dem Hören öffnen. There can be the mindfulness of different body sensations, itches, aches, tingles, warmth, coolness. Es kann die Achtsamkeit gegenüber verschiedenen Körperempfindungen sein, Jucken, Schmerzen, Stechen, Hitze oder Kälte. So many different sensations coming and going. So viele unterschiedliche Körperempfindungen treten auf und gehen wieder vorüber. Other senses perhaps become alive, different smells, different tastes. Vielleicht werden auch andere Sinne lebendig, Gerüche oder Geschmäcker. Even in the eyes you may see colors, shapes, movement. Auch mit den Augen kannst du Farben sehen, Gestalt und Bewegung wahrnehmen. The medical term for those colors, shapes, and movement in the eyes is called myopic phenomena. I don't know this word. Yeah, it's a particular type of phenomena within the eyes, myopic phenomena, this colors, lights, different. Ja, es gibt einen bestimmten Fachbegriff für diese visuellen Eindrücke. So we can experiment today. From yesterday we were singularly doing the breath and now expanding to other senses. Und so können wir heute damit experimentieren. Gestern hatten wir einzig den Fokus auf den Atem gerichtet. Heute können wir den Fokus erweitern und die anderen Sinnesorgane mit einschließen. So let's practice with a few of these different senses now. Dann üben wir doch jetzt einmal, uns dieser Sinne zu öffnen. And so bringing awareness into the ears. Dann bring deine Wahrnehmung hin zu den Ohren. And just listening to the different sounds in the room or outside of the room as they come and they go. Und dann lausche auf die unterschiedlichen Geräusche innerhalb des Raumes und auch außerhalb des Raumes, wie sie auftreten und vergehen. Just listening, there's beginnings and middles and ends to all sounds. Und nimm wahr und lausche auf den Anfang, die Mitte und das Ende aller Geräusche. Hearing. Hören. Sometimes as it gets quieter, you may also hear inner sounds, ringings in the ears, pulses. Und wenn es stiller wird in dir, dann hörst du vielleicht auch innere Geräusche, wie zum Beispiel ein Klingeln oder Läuten in den Ohren oder ein Pulsieren. Whatever sounds are heard, they arise and pass away. Hearing meditation. Welche Geräusche auch immer gehört werden, sie treten auf und sie vergehen wieder. And no need, if at all possible, to get into the likes and dislikes of sound on the barest and basic level, just sound waves coming and going. Und es besteht auch gar keine Notwendigkeit, in das Mögen und Nichtmögen dieser Geräusche hinüberzutreten. Es sind nur Wellen. Sie treten auf und sie vergehen. So trying it now, hearing meditation, being present. Und versuch das mal. Meditation des Hörens. Sei präsent.
And if you discover that your mind has wandered off from the sounds, then just acknowledging the wanderings and then just returning back to hearing meditation. Und wenn dir auffällt, dass dein Geist abgewandert ist von dem Fokus auf das Hören hin zu etwas anderem, dann erkenne dies an, nimm Notiz davon und bringe die Aufmerksamkeit zurück zum Hören. Now gently withdrawing from sounds and shifting to the different sensations in the body. This too can be an object to bring mindfulness to. Und nun richte die Aufmerksamkeit langsam vom Hören weg und bring sie hin zu den verschiedenen Empfindungen im Körper. Auch damit können wir achtsam sein. So many different sensations rising and passing away. So viele unterschiedliche Körperempfindungen treten auf und vergehen wieder. So you can just focus on sensations in the body as they come and they go. Und nun kannst du deinen Fokus auf die Körperempfindungen richten, auf ihr Werden und ihr Vergehen. And if you find again that the mind wanders off from sensations, just acknowledging wherever you went and returning back to sensations. Und auch hier, wenn du feststellst, dass dein Geist abgewandert ist, fort von dem Fokus auf die Körperempfindungen, dann nimm Notiz davon, wo du hingewandert bist und bring die Aufmerksamkeit zu den Körperempfindungen zurück. Now letting awareness shift yet again to the eyes. Und dann bring die Aufmerksamkeit zu den Augen. And even with the eyes closed, some of us might still see colors, shapes, movements. Und selbst mit geschlossenen Augen sehen einige von uns vielleicht Farben, Formen, Bewegung. And this has to do with the nerve wirings and so forth within the eye, that at times some of us see different colors, shapes, movements, even with the eyes closed. Und das hat mit den Nerven zu tun und ihren Verbindungen untereinander, dass einige von uns auch mit geschlossenen Augen hin und wieder Farben, Formen und Bewegung sehen. And this is called myopic phenomena. Ja. Und da ist er wieder, Myopic phenomena. der Fachbegriff.
And so we can bring awareness to these movements and shapes, and this is called seeing meditation. So können wir unsere Aufmerksamkeit auf diese Bewegungen und diese Formen richten. Und diese Meditation ist Meditation des Sehens, wird sie genannt. And just different shapes, movements, colors rising and passing away, revealing this nature of change. Und diese verschiedenen Farben und Formen entstehen und bewegen sich vorüber. Und auch dies offenbart uns den ständigen Wandel aller Dinge. When I was a child at night, I would lie in bed and just watch all these different colors and shapes coming and going as a way to fall asleep. Als Kind lag ich oft im Bett und habe abends einfach all diese Formen und Farben beobachtet, wie sie auftraten und wieder vergangen, und dies hat mich dann zum Einschlafen gebracht. Seeing meditation. This can be a primary object. Meditation des Sehens. Dies kann zu unserem hauptsächlichen Meditationsobjekt werden. And if you wander off, acknowledging the wanderings, coming back to seeing meditation. Und wenn dein Geist abwandert, dann nimm Notiz und komme zurück zur Meditation des Sehens. And now withdrawing from seeing meditation. Und jetzt richte die Aufmerksamkeit weg vom Sehen. And you even can bring awareness to other senses, such as any smells in the nose or any tastes in the mouth that are lingering. Und nun kannst du deine Aufmerksamkeit zu anderen Sinnen hinrichten. Vielleicht zu Gerüchen in der Nase oder einem bestimmten Geschmack in deinem Mund. So just bringing awareness into the nose, into smell, and then into the mouth that tastes, and just investigate. Is there any smells, any tastes as they come and go? This too can be an object of meditation. Und so bring nun deine Aufmerksamkeit hin zu der Nase, hin zu deinem Mund und erforsche, gibt es dort Gerüche, die entstehen und vergehen? Gibt es Geschmäcker, die auftreten? Auch dies kann zum Objekt deiner Meditation werden.
And so as our day progresses, we can practice with any of these objects. Und über den Verlauf des heutigen Tages können wir mit diesen Objekten arbeiten. Sounds, sensations, sights, smells, tastes. Geräusche, Körperempfindungen, visuelle Eindrücke, Gerüche und unserem Geschmackssinn. As well as, of course, the mindfulness of the breath. Und natürlich auch die Achtsamkeit bezogen auf den Atem. This is what it's meant by meditating in the body. Und das ist mit Meditation und Achtsamkeit auf den Körper gemeint. And so perhaps a way to work with this during the day is to go with what object appears to be the most prominent and distinct. Und vielleicht ist es ein guter Vorschlag, wenn du heute über den Tag immer dich auf das Objekt fokussiert, was sich für dich in den Vordergrund stellt und am besten spürbar und wahrnehmbar ist. And since we've been working with the breath already for a full day, you're welcome to make this kind of like the anchor, if you will, to default back into, if you're getting lost. Und da wir ja bereits einen ganzen Tag mit dem Atem gearbeitet haben, kannst du auch, wenn du möchtest, den Atem als deinen Anker nutzen, wenn es zu viel für dich wird und du verwirrt wirst, wo du deinen Fokus drauf richten sollst, kannst du zurückkommen zum Atem. But if you just prefer to work with another primary object, you could have sounds or sensations or any of the senses be the anchor, be the primary object. Aber wenn du es bevorzugst, ein anderes Hauptobjekt deiner Meditation auszuwählen und zu deinem Anker werden zu lassen, kannst du mit jedem der einzelnen Sinneseindrücke arbeiten, ob jetzt Geräusche oder Gerüche oder Körperempfindungen. Or you could be more fluid, perhaps staying with the breath, but then if a sound arises or a sensation arises that's prominent, then just let your attention expand to listening, feeling, and then gradually as they come and go, back to the breath again. Oder du kannst es auch etwas flüssiger, dynamischer gestalten. Und wenn immer eine Körperempfindung stark für dich wird oder ein Geräusch in den Vordergrund tritt, dass du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, wahrnimmst, wie es auftritt und vergeht und dann wieder zurückkommst zu deinem Anker. There's a certain type of fluidity, just being with the breath, but then if, let's say, an airplane or a car or a cough takes your attention away, and then in that moment, just listening as it comes and goes, and after it goes, coming back to the breath again. Da gibt es so ein Fließen, wenn beispielsweise ein Flugzeug, ein Auto oder vielleicht ein Hustengeräusch auf einmal vordergründig wird und deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann kannst du dorthin gehen, beobachten, wie das Geräusch aufkommt und vergeht und dann zurückgehen zum Atem. So let it be fluid, including the breath, the body, its senses being present. Also lass es im Fluss sein und beziehe den Atem, den Körper und seine Sinnesorgane mit ein und sei ganz gegenwärtig und gewahr. And one other thing I just want to point to. Und auf etwas anderes möchte ich noch hinweisen. Not that it's an intellectual or theoretical idea. Nicht, dass es dabei um eine intellektuelle oder theoretische Idee geht. But to experience and the knowledge, the knowing of the breath as it comes in, as it goes out, this mark of change. Aber erfahre trotzdem die Veränderung und den Wandel, dieses Merkmal des Wandels, wenn der Atem einströmt und wenn er ausströmt.
The same applies to sounds, sensations, any of the other senses. They arise and they pass away. Und dasselbe findet sich auch in den anderen Sinnesempfindungen wieder. Die Körperempfindungen, die Geräusche, sie treten auf und sie vergehen. In this way we practice. Auf diese Art praktizieren wir. I'll have to tell you later, in the mindfulness of the body practice, there's 6 different practices. In der Praxis Achtsamkeit bezogen auf den Körper gibt es 6 unterschiedliche Praktiken. And the first is the mindfulness of breathing. We've been practicing this. Als erstes gibt es die Achtsamkeit auf den Atem, die haben wir bereits praktiziert. The second is being mindful of your posture, standing, walking, lying, sitting, which we've been doing. Als zweites gibt es die Achtsamkeit bezogen auf die Körperhaltung, stehen, gehen, liegen, sitzen, auch das haben wir schon getan. And there's the practice of bringing our mindfulness into our day-to-day activities, such as eating and putting on and off our clothes, toileting, showering, all these different activities as part of the mindfulness within the body practice. Und dann gibt es die Achtsamkeit bezogen auf die alltäglichen Handlungen, die wir verrichten, das Essen, das An- und Ausziehen unserer Kleidung, Duschen und auf Toilette gehen. Auch das haben wir schon praktiziert. And then there's a practice on the anatomical parts of the body. Und dann gibt es eine Praxis, die befasst sich mit den anatomischen Teilen unseres Körpers. And for those of you teaching mindfulness-based stress reduction or other mindfulness-based approaches, you all know about the body scan. Und diejenigen, die achtsamkeitsbasierte Methoden unterrichten oder auch direkt MBSR anwenden, denen ist wahrscheinlich der Bodyscan vertraut. So you can say that the grandmother or the grandfather of all body scans is what's called the 32 parts of the body meditation. Und so kann man sagen, dass der Großvater oder die Großmutter des Bodyscans jene Meditation ist, die 32 Körperteile Meditation. 20 solid parts, 12 liquid parts. 20 feste Teile, 12 flüssige Teile. Meditation on head hair, body hair, nails, teeth, skin. Und die Meditation befasst sich mit dem Fokus auf unser Haupthaar, unser Körperhaar, unsere Nägel, unsere Zähne und die Haut. Flesh, sinews, bones, bone marrow, kidneys. We'll get to Schleim. Unser Fleisch, die Sehnen, die Knochen, Knochenmark und die Niere. Und wir werden auch zum Schleim noch kommen. Heart, liver, diaphragm, spleen, lungs. Das Herz, die Leber, das Zwerchfell, die Milz und die Lungen. Large intestine, small intestine, stomach, feces, brain. Dickdarm, Dünndarm, Magen, Kot und Gehirn. Bile, phlegm, pus.
Galle, Schleim, Eiter. Biofilm plus, blood, sweat, fat. Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett. Tears, grease, saliva, mucus, oil of the joints, and urine. Tränen, Schmiere, Speichel, Schleim, Gelenkflüssigkeit und Urin. So these are the 32 parts of the body meditation. This is an ancient Buddhist meditation practice penetrating into the body. Und das sind die 32 Körperteile aus dieser 32 Körperteile Meditation. Und das ist eine ganz alte buddhistische Meditation, die dabei hilft, tief in den Körper einzudringen. And of course, there's way more than 32 parts, but you could consider that these 32 parts are like gateways into all of the other parts of the body. Und natürlich gibt es viel mehr als 32 Teile in unserem Körper, aber man kann diese 32 Teile so wie Eintrittspforten in den Körper und hin zu den anderen Körperteilen ansehen. Another practice is the meditation of the 4 primary elements. Und eine weitere Praxis ist die Meditation auf die 4 grundlegenden Elemente. Solidity, liquidity, motion, and temperature. Festigkeit, Flüssigkeit, Bewegung und Temperatur. When all of these solid and liquid parts begin to melt down, they melt down into solids, liquids, motion, and temperature. Und wenn all diese festen und flüssigen Bestandteile, wenn wir sie runterbrechen, dann können wir sie runterbrechen auf feste, flüssige Bestandteile, auf Bewegung und auf Temperatur. And the last practice within the body is a meditation on death. Und die letzte Praxis aus der Achtsamkeit gerichtet auf den Körper ist die Meditation auf den Tod. 9 different stages of decomposition, beginning with the first day of death until the body decomposes into dust. Und da gibt es 9 verschiedene Stufen des Zerfalls, beginnend am ersten Tag des Todes, bis der Körper sich völlig aufgelöst hat und zu Staub wird. These are found in the first foundation of mindfulness, the mindfulness of the body, those 6 practices. Und diese 6 Praktiken findet ihr in der ersten Grundlage der Achtsamkeit, Achtsamkeit bezogen auf den Körper. And again, to repeat them, Und ich wiederhole sie nochmal. the 6 practices, the breath, Die 6 Praktiken sind der Atem, the postures, die Körperhaltung, different activities, die verschiedenen Aktivitäten, the 32 parts of the body, die 32 Körperteile, the 4 primary elements, die 4 grundlegenden Elemente and the 9 stages of decomposition of the body in death. und die 9 Stadien des Verfalls des Körpers nach dem Tod. This is the mindfulness of the body. Das ist die Achtsamkeit bezogen auf den Körper. There's so much more to say about all of these practices, Und dazu gibt es noch so viel zu sagen. but this is enough now just to point to that. Aber jetzt soll es erstmal ausreichen, lediglich auf sie hinzuweisen.